Es ist vollbracht, vollendet, erledigt. Es ist geschafft. Wenn man das sagt, hat man eigentlich einen Grund zum Feiern. Es ist vollbracht. Das hört sich schon auch etwas nach Anstrengung an. Aber es ist ein Sieg. Jesus sagte diese Worte am Kreuz. Was kann denn da sein Sieg gewesen sein? Da gibt es sogar ein Lied. Wir feiern deinen Sieg am Kreuz, Jesus. Jesus. Voll Freude jubeln wir. Klar, über die Auferstehung später kann man jubeln. Aber über welchen Sieg am Kreuz kann man denn jubeln? Also aus meiner Sicht ist Jesus der mächtigste Mensch, der Christus, Messias, Hohepriester, Ebenbild Gottes, Prophet, Lehrer der Wahrheit und Herr der Herrlichkeit. Er wusste alles und war ohne Sünde. Er hat Stürme beruhigt, Kranke geheilt und Tote auferweckt. Wow! Jesus ist so viel mächtiger als jeder von uns. Er hätte 10.000 Engel holen können, um sich zu befreien. Er war schließlich völlig unschuldig angeklagt und verurteilt. Jesus hätte mit vollem Recht alle zurechtweisen können und Gehorsam erzwingen können. Hat er aber nicht. Trotz all seiner Macht hat er sich nicht gewehrt, sich nicht gerechtfertigt und schon gar nicht zurückgeschlagen. Ich finde, das ist eine heldenhafte Leistung. Ein Riesensieg. Jesus hat diesen Sieg am Kreuz errungen. Ruhig bleiben und nicht zurückzuschlagen. Das ist die höchste Liebe, der größte Sieg. Solch einen Sieg würde ich auch gerne noch öfter erringen, aber irgendwie klappt das nicht immer. Vielleicht kennt ihr das auch. Irgendeine Kleinigkeit passiert und ich fahre aus der Haut und habe vergessen, was mir mein Gegenüber schon alles Gutes getan hat oder dass sie eigentlich ihr Bestes versucht hat. Und ich bin weder allmächtig noch allwissend und meist auch nicht ganz unschuldig an der Situation. Und trotzdem nehme ich mir das Recht heraus, mit Worten zurückzuschlagen oder zumindest böse zu gucken. Das belastet meine Beziehungen ganz schön. Eigentlich möchte ich mit Liebe begegnen, weil das so viel besser wirkt. Es gibt auch manchmal Situationen, wo klare und deutliche Worte mit Nachdruck wichtig sind, aber meist kommt man mit Liebe erheblich weiter. Deshalb ist Jesus Sieg am Kreuz so wichtig für mich. Wenn ich Jesus sehe, wie er mit Leuten umgeht, die ihn verletzen, dann sehe ich einen Weg zum Frieden. Er sagt einfach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das möchte ich auch glauben können. Und immer öfter klappt das auch. Aber das ist ein schwieriges Training. Und genau deshalb feiere ich Jesus Sieg noch nicht, sondern ich halte es mit der Tradition der ersten Christen. Vom Freitagabend bis Sonntag früh werde ich fasten, also nichts essen. Das ist mein Training. Es soll mir helfen, nicht sofort auf jedes Gefühl zu reagieren, sondern die Nähe zu Gott zu suchen. Ich werde den Tag nutzen und immer wenn ich Hunger verspüre, meinen Blick auf Jesus richten. Wenn ich mir seiner offenen Arme bewusst bin, trotz meiner Fehler, dann werde ich ruhiger und ertrage auch mehr. Ich muss nicht jedem körperlichen Impuls nachgeben. Ich kann verzichten, das geht. Sowohl aufs Essen als auch aufs Rechtfertigen kann ich verzichten. Ich muss nicht immer zurückschlagen. Lieber verzichten, da ist Jesus ein super Vorbild. Der Blick auf Jesus hilft. Dazu lesen wir etwas in der Bibel. In Hebräer Kapitel 12, Verse 1 bis 3 steht: Lasst uns durchhalten in dem Wettlauf, zu dem wir angetreten sind, und alles ablegen, was uns dabei hindert, vor allem die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorangegangen ist.
und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Denkt daran, welche Anfeindung er von den sündigen Menschen erdulden musste. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Das wird euch helfen, mutig zu bleiben und nicht aufzugeben. Gut mal zu lesen. Denn wir sehen noch, warum Jesus diesen Sieg erkämpfen konnte. Im vertrauenden Glauben wusste er, dass große Freude auf ihn wartete. Eine große Belohnung. Das habe ich auch schon manchmal gemerkt. Wenn ich es nämlich mal geschafft habe, mich zurückzuhalten, dann habe ich gesehen, wie schnell sich Situationen gebessert haben. Und das ist große Freude. Schon jetzt, in diesem Leben. Daran möchte ich mich beim Fasten auch erinnern. Und dann feiern wir am Sonntag die Auferstehung und Jesus Sieg am Kreuz. Was für eine Freude. Voll Freude jubeln wir. Bis dann.